Ich war 6,5 Jahre lang Mitglied bei Volt. Ich bin damals mit 18 Jahren direkt nach dem Abi beigetreten und bin dann im September 2024, als Volt gerade den stärksten Höhenflug seiner Geschichte hatte, zum Landesvorsitzenden in Bayern gewählt worden. Da bin ich jetzt am 28. November zurückgetreten und Ende letzten Jahres dann auch aus der Partei ausgetreten. Denn den Weg, den Volt jetzt gerade einschlägt, den kann ich nicht mehr länger mittragen. Angefangen hat es aber eigentlich mega gut. Also Volt ist so angetreten als die am fortschrittlichsten denkende Partei, die es gab. So, Digitalisierung, ja, bam, natürlich Vollgas wie in Estland. Klimaschutz hatte Volt die härtesten Klimaschutzziele, Einhalten der 1,5 Celsius-Grenze nach modernster wissenschaftlicher Evidenz. Wirtschaftspolitik sollte endlich mal ausgerichtet werden aufs 21. Jahrhundert, sprich Investitionen in neue Technologien und nicht in aussterbende. Und Gleichberechtigung, ja, natürlich. Alle Menschen sollen halt gleich behandelt werden und bestehende Missstände angegangen werden. Und das größte Alleinstellungsmerkmal war natürlich, dass Volt die erste europäische Partei ist. Also dass Volt gesagt hat, diese ganzen Probleme, die können wir ja jetzt nicht allein national angehen. So, Klimaschutz ist das beste Beispiel. Das ist ja kein nationales Problem, das ist weltweit. Und dann müssen halt auch die Lösungen dann weltweit ausgelegt sein. Und daher braucht man halt mal mindestens eine starke EU, die in der Welt auch eine Rolle spielen kann. Also dieser nationale Flickenteppich, den wir hier in Europa haben, der macht für sehr viele Probleme, die wir aktuell haben, so halt keinen Sinn mehr. Jetzt ist es ja so, dass sich Parteien, wenn sie wachsen, auch automatisch ein bisschen weiterentwickeln und einfach sich die Prioritäten vielleicht ein bisschen verschieben. Und bei Volt sah das so aus, dass die moderne Wirtschaftspolitik eher in den Hintergrund geraten ist und stattdessen mehr so auf diese Gleichberechtigungsthemen gesetzt wurde. Und das ist ja auch erstmal okay. Wenn jetzt aber Volt in der Außenkommunikation so viel auf Identity Politics und Minderheitenrechte setzt, wie schaut es denn dann innerhalb der Partei aus? Also es ist so, dass es zwei gängige Antisemitismus-Definitionen gibt. Die IRA und die JDA. Und bei der IRA ist es so, dass sie von fast allen Institutionen, Organisationen und Staaten anerkannt ist, zum Beispiel von der Europäischen Union auch, allen Mitgliedstaaten. Die JDA ist von keinem einzigen Staat offiziell anerkannt. Beide Definitionen finden natürlich irgendwo jüdische Mitglieder, die sie supporten, und beide Definitionen wurden auch von jüdischen Personen ausgearbeitet. Die IRA ist in der jüdischen Community aber stark bevorzugt gegenüber der JDA. Einziger Nachteil von der IRA ist, dass sie teilweise etwas zu viel Interpretationsspielraum lässt und es deshalb schon öfter mal passiert, dass sie aus dem Kontext gerissen wird absichtlich und dadurch legitime Kritik an Israel fälschlicherweise als Antisemitismus identifiziert wird. Obwohl die Definition das eigentlich nicht hergibt, da steht eigentlich klar drin, legitime Kritik an Israel ist legitim. Und die JDA hat eben versucht, diesen Fehler auszubessern, da in der Formulierung klarer zu sein. Dadurch fehlt halt jetzt aber adäquater Schutz gegen Antisemitismus an einigen Stellen, weshalb die IRA eben auch deutlich bevorzugt ist. Volt hatte in einem Policy Paper sich bisher eben offiziell zur IRA bekannt. Und es gab so ein paar nicht-jüdische Mitglieder, die immer wieder gefordert haben, dass wir doch die JDA anerkennen sollen. Dann hat auch ein nicht-jüdisches Mitglied einen Antrag gestellt, dass die JDA offiziell in den Statuten fest verankert werden soll. Dann kam der Jewish Safer Space, also der Zusammenschluss der jüdischen Mitglieder innerhalb der Partei. Und die haben klar gesagt, nee, das finden wir nicht gut, unterstützen wir überhaupt nicht. Volt soll sich klar hinter die IRA stellen und mal die internen Antisemitismusfälle aufarbeiten. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Volt ist ja eine Partei, die in der Außenkommunikation verstärkt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt. Denn ist ja jetzt klar, was passiert, wenn es in dieser Abstimmung darum gehen soll, wie jüdische Menschen innerhalb von Volt am besten geschützt werden. Und die jüdischen Mitglieder klar sagen, das geht mit der IRA besser als mit der JDA, dann wird die Person, die den Antrag der JDA gestellt hat, den doch sicherlich zurückziehen. Nein, er zieht ihn natürlich nicht zurück. Aber ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Volt ist ja eine Partei, die jetzt in der Außenkommunikation vermehrt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt. Und es ist ja nicht jede jüdische Person Mitglied des Jewish Safer Spaces. Da werden sich jetzt bestimmt jüdische Mitglieder außerhalb des Jewish Safer Spaces finden, die die JDA-Motion unterstützen. Nein. Die Seite findet wirklich
Keine einzige jüdische Person, die sich parteiöffentlich zu deren Antrag bekennt. Aber ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Volt ist ja eine Partei, die jetzt in der Außenkommunikation verstärkt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt. Und die Vorstände bei Volt sind ja satzungsgemäß dazu verpflichtet, sich gegen Diskriminierung und für Inklusion einzusetzen. Und wenn hier jetzt ein Antrag den Schutz der jüdischen Mitglieder innerhalb der Partei regeln will, entgegen dem Wunsch der jüdischen Mitglieder innerhalb der Partei, dann stellen sich diese Vorstandsmitglieder doch sicher auf die Seite der jüdischen Mitglieder. Nein, das passiert nicht. Der europäische Vorstand stellt sich halboffiziell auf die Seite des JDA-Antrags. Der Bundesvorstand schweigt dazu, inoffiziell deswegen, weil es in diesem Vorstand auch eine Mehrheit für die JDA-Motion gegeben hätte. Und nur die 16 Landesvorstände, bei denen ich ja auch in einem war, die haben sich einstimmig hinter die jüdischen Mitglieder gestellt. Aber ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Volt ist ja eine Partei, die in der Außenkommunikation jetzt vermehrt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt. Und Vecchi, du hast ja am Anfang erklärt, dass früher so die moderne Wirtschaft auch noch mehr im Fokus war und jetzt viele neue Mitglieder reingekommen sind, denen eher so diese Identity Politics wichtig sind. Da sich das dazu verschoben hat und da die Vorstände schon nicht dazu kommunizieren, dann werden jetzt diese Mitglieder, die ständig immer auf Inklusion und Gleichberechtigung pochen, doch sicher den anderen Mitgliedern stark erklären, dass wir uns hier hinter die jüdischen Mitglieder stellen sollen, dass es Regel Nummer 1 im Kampf gegen Diskriminierung ist, auf die diskriminierten Personen und Gruppen selbst zu hören und dass es ein absolutes Unding ist, da jetzt einen Antrag gegen deren Willen einzubringen. Nein, das passiert nicht. Und nicht nur spricht sich diese Bubble nicht klar gegen diesen Antrag aus, sondern der Antrag findet die meiste Unterstützung sogar noch genau bei den Leuten, die ansonsten immer so laut Inklusion und Diversity predigen. Die Leute, die am lautesten über Inklusion reden, sind die Ersten, die es dann nicht leben, wenn es darauf ankommt. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Volt ist eine Partei, die in der Außenkommunikation jetzt vermehrt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt. Und es ist ja jetzt auch erstmal nur eine Frage der Definition, um die es geht. Wichtig ist ja, dass man in der Partei eine Kultur lebt, bei der man alle teilhaben lässt, bei der man fair und halt eben inklusiv ist. Und da geht es ja sicherlich nur um so ein paar Detailfragen in einer Definition. Und die Kultur, die Volt lebt, die ist ja dann natürlich inklusiv. Nein, zu diesem Zeitpunkt waren schon geschätzt 70% der jüdischen Mitglieder aus der Partei ausgetreten, weil die Partei schon ein massives Antisemitismusproblem hatte, das bis in den europäischen Vorstand vorreicht und deswegen dazu führt, dass den Antisemitismusfällen nicht genügend nachgegangen wird. Die allermeisten jüdischen Mitglieder waren zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in der Partei. Kurzer Einschub an der Stelle. Allein bis hierhin ist die Diskrepanz dessen, was Volt öffentlich predigt und parteiintern stattdessen aber tatsächlich lebt, schon so dermaßen groß, dass wenn es irgendein Presseinteresse an Volt gäbe, wenn da irgendeine mediale Beachtung stattfinden würde, die Partei schon komplett zerrissen worden wäre. Und falls ihr das mit dem Antisemitismus gerade nicht ganz checkt, lasst mich das Ganze mal in eine Sexismusdebatte übersetzen. Stellt euch vor, eine Partei hat ein Sexismusproblem, das von der Mitgliederbasis bis in den Vorstand reicht. Und am Anfang sind es nur so ein paar wenige Mitglieder. Und weil sie aber Unterstützung vom Vorstand bekommen, treten immer mehr Frauen der Partei aus. Irgendwann haben dann 70% der weiblichen Mitglieder die Partei verlassen. Und dann kommen ein paar Männer und die sagen, nein, ihr versteht das Problem nicht. Wir haben kein Sexismusproblem, sondern das Problem ist die Definition. So, wir lösen unser Problem nicht, indem wir Sexismusfälle nachgehen und unser Verhalten anpassen. Wir lösen das Problem, indem wir die Definition ändern. Wir können dann weiterhin sagen, was wir sagen wollen, wir können weiterhin machen, was wir machen wollen, aber es gilt dann nicht mehr als sexistisch. Jetzt gibt es ja in jeder Gruppierung oder Minderheit ein paar schwarze Schafe oder vielleicht auch nur Leute, die eine andere Meinung haben. Und weil in dieser Partei jetzt die 70% der Frauen, denen der Sexismus zu viel wurde, die Partei ja schon verlassen haben, sind unter den 30%, die sie dann nicht ganz so schlimm finden oder erstmal noch abwarten wollen, bestimmt welche, die den Antrag nicht so schlimm finden oder vielleicht sogar auch unterstützen. Aber nein, selbst unter diesen verbleibenden 30% findet sich keine einzige Frau, die diesen Antrag gut findet.
Und trotzdem halten die Männer in dieser Partei weiter daran fest. Wenn sowas presseöffentlich werden würde, die Partei würde doch von vorne bis hinten zerrissen werden, vor allem, wenn sie sich öffentlich auch noch als so woke gibt. Ja, aber genau das ist bis hierhin, bin ja noch nicht fertig, bei Volt passiert. Nur halt nicht mit Sexismus, sondern mit Antisemitismus. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Volt ist eine Partei, die in der Außenkommunikation jetzt verstärkt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt. Und da ist ja klar, was da jetzt passieren wird, denn es geht ja eben nicht um Sexismus, sondern eben um Antisemitismus. Und da ist es ja nun mal so, dass aufgrund des Gazakriegs, aufgrund der Politik von Israel, sehr schnell Sachen antisemitisch genannt werden, die eigentlich nicht antisemitisch sind, legitime Kritik sind und Leute nur verschiedene Meinungen über den Gazakrieg, über Netanyahu, über Israel haben. Und da besteht bestimmt kein richtiges Antisemitismusproblem, sondern es geht nur um Nahost. Nein. Ihr könnt jetzt zwar die parteiinternen Antisemitismusfälle nicht nachvollziehen, die dann auch auf gar nichts mit Israel zu tun haben, aber ihr könnt euch die Debatte über die Definition anschauen vom Parteitag. Die ist nämlich öffentlich auf YouTube. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und da sieht man halt ganz klar, dass die Mitglieder des jüdischen Safer Spaces sich ganz klar von Netanyahu distanzieren, darüber reden, was für eine schreckliche Person er doch ist, dass Israel Kriegsverbrechen begeht, die sie auch noch vertuschen wollen. Es ging hier nicht um den Gazakrieg. Da gibt es bei Volt kaum verschiedene Meinungen, verschiedene Arten, wie Leute darüber sprechen, aber da ist die Meinungspluralität nicht so hoch. Es ging ja wirklich allein darum, wie die Definition innerhalb von Volt angewandt wird, um die jüdischen Mitglieder innerhalb der Partei zu schützen. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Bei Volt, also eine Partei, die in der Außenkommunikation jetzt verstärkt auf Inklusion und Minderheitenrechte setzt, ist da ja jetzt ganz klar, was da jetzt passieren wird. Es ist ein absolutes Unding, dass dieser Antrag überhaupt nur gestellt wurde, dass sich die Vorstände nicht dagegen ausgesprochen haben, dass sich die Woke-Bubble nicht dagegen ausgesprochen hat, dass bereits 70% der jüdischen Mitglieder zu diesem Zeitpunkt die Partei verlassen hatten und sich die restlichen 30% einstimmig dagegen ausgesprochen hatten, dass dieser Antrag trotzdem nicht zurückgezogen wird, dass er so viel Zeit der jüdischen Mitglieder bindet, die sie eigentlich gern anders investiert hätten, zum Beispiel in Wahlkampf oder andere Parteiarbeit, sie es darin investieren mussten, einen Gegenantrag zu stellen, dafür Unterstützungsunterschriften zu sammeln, den Leuten zu erklären, dass es hier nicht um Nahost geht, um verschiedene Meinungen dazu, dass sie Netanyahu beschissen finden, dass es nur darum geht, wie man jüdische Mitglieder innerhalb der Partei schützt und dass, wenn man über Nahost spricht, dass man dabei keine antisemitische Sprache benutzen sollte. Gut, die Debatte wurde halt jetzt schon geführt und der Antrag ist gestellt und jetzt eben auch der Gegenantrag und jetzt kommt es zur Entscheidung auf dem Parteitag, aber die Mitglieder werden sich doch ganz klar hinter die jüdischen Mitglieder stellen, werden doch ganz klar sagen, hier das Antisemitismusproblem arbeiten wir auf und gehen den Fällen nach und wir sorgen dafür, dass die Leute, die diesen Antrag gestellt haben, keinen Einfluss mehr in der Partei gewinnen und wir endlich mal einen vernünftigen europäischen Vorstand wählen. Nein, die JDA wird klar angenommen und die IRA klar abgelehnt. Die Partei beantwortet das Antisemitismusproblem nicht damit, den Fällen nachzugehen, sondern damit die Definition abzuschwächen. Die verbliebenen jüdischen Mitglieder kündigen deren Parteiaustritt an. Ich trete vom Landesvorstand zurück und kündige auch meinen Parteiaustritt zum Ende des Jahres an. Ich bin Volt damals sehr kurz nach dem Abi beigetreten, mit 18 Jahren. Und ich habe in meinem Abschied gesagt, ich muss jetzt 2026 erstmal damit verbringen, herauszufinden, wie man ein Erwachsenenleben führt, ohne bei Volt aktiv zu sein. Denn das kenne ich ja noch nicht. Am Anfang von diesem Video habe ich gesagt, dass Volt ja eigentlich eine richtig gute Idee war. Und wir sehen es ja jetzt aktuell im Zeitgeschehen, auch wieder ganz deutlich, mit dem Eingreifen der USA in Venezuela. Die alte Weltordnung ist tot, es gilt das Recht des Stärkeren. Und wir können nur dann souverän sein, wenn wir uns europäisch zusammenschließen. Die Nationalstaaten haben keine Souveränität, weil sie so schwach in der Welt sind. So, unsere Souveränität schaffen wir durch ein vereintes Europa, genau das, was Volt will. Ich kann in dieser Partei aber nur aktiv sein, wenn sie ein Platz für alle ist. Und darum muss sie auch wieder offen für jüdische Menschen sein. Das heißt, wie entwickelt sich die Partei denn jetzt seit dieser Abstimmung für jüdische Menschen?
Die Abstimmung war schon im November, ist jetzt schon eine Zeit lang her. Und damals hatten dann eben die jüdischen Mitglieder deren Austritt erklärt. Und ich habe eben auch meinen Post dazu gemacht. Ich hatte so ein 31-seitiges PDF geschrieben und für die, die nicht gerne lesen, noch eine 1,5 Stunden Hörbuchversion aufgenommen. Und wir haben auch sehr nette Nachrichten bekommen. Da waren echt wirklich viele liebe Nachrichten dabei, die so generell uns für alles danken und sich auf unserer Seite stellen. Es waren aber ausschließlich die Leute, die sowieso schon immer mit uns in der Minderheit waren. Und wir haben beide Seiten von uns, haben keine einzige Nachricht bekommen von Leuten, die geschrieben haben, hey, ich hatte für die JDA gestimmt und jetzt nach eurem Text verstehe ich meinen Fehler endlich. Gab's nicht. Es gab auch keine Initiativen vom europäischen Vorstand oder vom Bundesvorstand, wie sie klar gemacht haben, hey, wir hören euch zu, wir wollen lernen, wieso ihr jetzt aus der Partei austretet und ein Umfeld bauen, in dem ihr euch in der Partei sicher fühlen könnt. Ist auch nicht passiert. Stattdessen ist in die andere Richtung sehr viel mehr passiert. Und zwar wurde zum Beispiel diese Austrittserklärung von den jüdischen Mitgliedern mehrmals in der Internetplattform gelöscht. Die Person, die diese Begründung gepostet hatte, wurde einfach aus der Partei geschmissen. Wurde sie noch nicht mal nett verabschiedet, sondern einfach die Zugänge wurden geschlossen, obwohl die Person eigentlich noch ihre persönlichen Daten alle sichern wollte und dann erst die nächsten Tage die Partei verlassen wollte. Es wurde, obwohl das eigentlich nicht der Prozess in dieser Partei ist, diese Austrittsbegründung als offizieller Austrittswunsch anerkannt. Es fand ein Antisemitismusvorfall statt, ganz kurz nachdem die Abstimmung über die Definitionen, das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Hatte auch überhaupt nichts mit Israel zu tun. Und diesem Fall wird nicht ausdrücklich nachgegangen. Ich hatte vor kurzem eine Insta-Story gemacht, wo ich im Rathaus war und dann erklärt habe, dass ich jetzt für die SWG unterschreibe. Das ist die Schumhausener Wählergemeinschaft, weil kleine oder neue Parteien gerade Unterschriften sammeln in Bayern, um da eben zur Kommunalwahl antreten zu dürfen. Und dass man doch auch gerne für meine ehemalige Partei Volt unterschreiben kann, weil sie bei den Listen auf die vorderen Listenplätze dann doch immer sehr ordentlich kluge Leute hingesetzt hat. Und hängen geblieben ist aber bei vielen nicht, dass man unterschreiben soll, sondern was anderes. Und zwar habe ich klar gesagt, dass es eine Ausnahme für Regensburg gibt. Und das liegt an genau diesem Antisemitismusvorfall. Die Person, die dafür verantwortlich ist, steht da nämlich immer noch weit oben auf der Liste. Und das Regensburger Team distanziert sich nicht von dieser Person. Die Person selber macht schon mal keinen Anstand davon, irgendwie zurückzutreten. Der bayerische Vorstand distanziert sich nicht davon. Keiner distanziert sich von der Person. Ihr könnt auf den Instagram-Account von Volt Bayern gehen. Die machen immer noch Werbung für Regensburg mit der Person weit oben auf der Liste, die für diesen antisemitischen Vorfall verantwortlich ist. In der FAZ, ich verlinke euch unten einen Artikel, da steht drin, dass der Bundesvorstand einfach nur sagt, ja, Problem ist aus der Welt, die Person hat die Partei verlassen, ja, eine der Personen hat die Partei verlassen, die andere ist oben bei Regensburg auf der Liste. Die jüdischen Mitglieder und ich, wir hatten die Hoffnung, dass wenn wir austreten und unseren Austritt breit erklären, klar darlegen, was schief läuft. Wie gesagt, bei mir war es 31-seitiges PDF. Dass dann sehr viele Leute in der Partei aufwachen, die das Problem vielleicht bisher nicht so gesehen haben, deutlich aktiver werden, stark dafür sorgen, dass demnächst ordentliche Vorstände gewählt werden, sich in der Partei stark gegen die Antisemitismusfälle aussprechen. Ja, aber so schaut es nicht aus. Schaut gerade sehr viel mehr so aus, als ob die Vorstände sich eher denken, oh, okay, gut, die Nervenzeugen sind endlich weg, keiner nervt uns mehr mit den Antisemitismusfällen, jetzt müssen wir denen ja nicht mehr nachgehen. Ich beende Videos nicht gern so negativ, aber ich weiß nicht, was ich Positives sagen kann.